In diesem Video zeigt Palak euch, wie er über den Tisch gezogen wurde, insgesamt 1500 € für illegale Abgasanlage gezahlt hat, obwohl Tuninghändler wusste, dass Soko Posacevic 100% wasserdicht sein soll. Und die große Frage, verklagt Palak TÜV oder nicht? Hallo im Deutschland-Kameraden. Wie ihr wisst, kam Soko Posacevic ein wenig in Verzug, aufgrund von neue Basis und Kurva neue Warstadt. Aber es ist schon einiges passiert, wovon ihr nichts mitbekommen habt. Wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, hat Soko Posacevic eine Nvidia Catback Q300 verbaut. Diese hat auch eine EG-Genehmigung, aber eine Sache hat euch Palak damals nicht erzählt. Und zwar, dass die ganzen Zulassungspapiere beim Soko Posacevic nichts bringen und somit trotz Zulassungspapiere die Abgasanlage illegal ist. Aber fangen wir ganz vorne an. Palak hat online nach Tuningteilen für Soko Posacevic gesucht, genauso wie ihr das auch machen würdet, hat eine Abgasanlage gefunden bei einem bekannten Tuninghändler, hat mit ihm Kontakt aufgenommen, ihm geschildert, dass Soko Posacevic 100% wasserdicht ist, ihm alle Papiere geschickt, Fahrzeugschein, Fahrgestellnummer, dass nicht nur anhand Schlüsselnummer, sondern anhand Fahrgestellnummer überprüft werden soll, ob diese Abgasanlage bei Soko Posacevic überhaupt passt. Na, es kam zurück, alles gut, kannst du bestellen, alles gut. Palak hat gemacht. Wo genau Palak bestellt hat, dazu kommen wir später. Auf jeden Fall kam Abgasanlage an, sah ultra geil aus. Palak hätte am liebsten ins Wohnzimmer gelassen, aber gab leichte Komplikationen. Guckt euch das an. Kurva, wie das... Eine Abgasanlage. Was sucht ihr auf dem Esstisch? Dann hat Palak sich die EG-Genehmigung mal genauer angeguckt. Hersteller, Modell, E-Nummer, alles hat gepasst. Aber wenn man da genau hingeschaut hat, steht da was von Motorcode. Und was soll Palak sagen? Soko Posacevic hat einen Motorcode, der da Kurva nicht drin steht. Mist. Genau aus dem Grund hat Palak die Fahrgestellnummer zugeschickt, damit genau geprüft wird, ob für alle Bauteile im Civic diese Abgasanlage passt. Palak hatte Kurva direkt Puls, hat Händler angeschrieben, dem die Sache erklärt. Er hat gesagt, ist alles 100% legal, die Motoren sind die gleichen, unser Soko Posacevic ist nur Facelift, hat anderen Motorcode bekommen, aber ansonsten ist alles gleich. Tolle Geschichte, spannend erzählt, leider ohne Inhalt. Genau das wird der Zirkus sagen, wenn er Soko Posacevic anhält und ich dem irgendwas von Facelift erzähle. Und der im gleichen Moment schon den Abschlepper ruft. Letztlich werden wir an Sicherstellungen gemessen. Ja, das ist Nummer 162. Ja. Das habe ich dem Händler gesagt. Der hat gesagt, kein Problem, verbau die, fahr zum TÜV und lass sie die eintragen. Und wenn dein TÜV das nicht einträgt, dann komm zu uns und wir tragen dir das ein mit unserem TÜV. Aha. Palak hat sich gedacht, okay, alles klar, verbaut. Und dann, wie ihr gesehen habt, hat Palak interessiert, wie überhaupt der Zirkus misst und hat mal selbst am Soko Posacevic eine Nahfeldmessung nach DIN ISO gemacht. Was rausgekommen ist, wisst ihr alle. Und ganze Messung wurde, wie die Polizei auf der Straße es messen würde, durchgeführt. Palak dachte sich, vielleicht ist er komplett debil, hat keine Ahnung, fährt zu dem TÜV und lässt das Ganze im Prinzip eintragen. Zu Händler gefahren, dem Händler mit Absicht von der ganzen Thematik erstmal nichts erzählt, um zu gucken, was passiert und genau um euch das dann zu zeigen, was Kurva da draußen abgeht. Palak hat den Händler gefragt, macht er eine Standgeräuschmessung? Antwort, der macht alles, was nötig ist. Palak saß im Verkaufsraum, Civic wurde hinten in Warstadt vom Mitarbeiter gefahren. 45 Minuten später kam Civic zurück, TÜV-Papiere waren da, keine DB stand da drauf, sonstige Informationen gab es auch nicht, nur Eintragung, sah so aus. Palak dachte sich, okay, vielleicht gibt es intern irgendeine Messung und das wird schon alles passen. Wie jeder von euch da draußen so denken würde. Was der Kurva genau gemacht hat, keine Ahnung. Aber wir haben Eintragung. Kurz darauf ist Palak ins Mannheim zu TÜV Süd gefahren. Kam dort an, hat gesagt, einmal bitte Nahfeldmessung, wie Polizei draußen macht und Abgasuntersuchung, um auszuschließen, dass der Cut zusammengefallen ist. Die haben Palak angeschaut, als wäre ich, Kurva, weiß ich nicht, vom Mond gefallen, aber am Ende haben sie gemacht. No, Kurva, was kam raus? (92,4). Zu laut. Und was ist mit Cut? 1A. Selbst wenn Cut defekt wäre, hätte das der Tuninghändler bei der Eintragung auch sehen müssen.
Also fassen wir zusammen. Abgasanlage für fast 1000 Euro gekauft, wo sich der Preis rechtfertigt, dass die ja 100% legal ist und Eintragung und Prüfung und alles hat. Dann nochmal 125 Euro für illegale Eintragung ausgegeben. Und obendrauf noch Überprüfung bei TÜV Mannheim Süd. 170 Euro, um euch und Palak zu zeigen, dass das Ganze doch nicht so legal ist. Geil. Nun steht hier ein Civic mit einer Abgasanlage, die illegal eingetragen wurde für einen Haufen Holz. Und am Ende hat Civic eh keine Betriebserlaubnis. Willkommen ins Almania. Jebat. Weil Kameraden, für alle da draußen, nochmal, die Eintragung bringt euch einen Scheiß. Zirkus misst auf der Straße und wenn er zu laut ist, wird stillgelegt. Punkt. Egal, was im Fahrzeugschein steht, egal, was für Papiere ihr habt. Scheißegal. Der Abend ist gelaufen. Nun die Frage an euch, was sollen wir machen? Der Tuninghändler wird alles auf den TÜV-Prüfer schieben, weil er dafür unterschrieben hat, dass alles legal ist. Das heißt, man müsste den TÜV-Prüfer anzeigen, vor Gericht ziehen. Eigentlich eine klare Sache, würde man jetzt denken. Aber in Germanien, Almanien, weiß ich nicht so genau. Am Ende hat noch Palak Schuld, weil, weiß ich nicht. Wetter war falsch. Oder was meint ihr? Ist das eine klare Sache vor Gericht? Oder wird es ein grüner Staatsanwalt? Aber das hieße für Palak in Vorkasse treten, die ganze germanische Bürokratie und am Ende ist Palak schuld, weil er Automobil getunt hat. Soko Posacevic sollte schon deutschlandweit in die Polizeikontrollen rollen, aber stellt sich raus, Tuning im Almania sehr schwierig. Auch wenn man vorher sagt, es muss alles wasserdicht sein, bitte Kurva, bitte, bitte, macht alles richtig, okay? Ja, okay, machen die. Sieht man Kurva, was rauskommt. Und es geht hier nicht darum, den Tuninghändler öffentlich zu nennen und einen Shitstorm auszulösen oder ähnliches, weil diesen kennen bestimmt sehr viele von euch. Palak und Rusak hatten noch nie Kontakt mit ihm, naja, und werden es vermutlich auch nie wieder haben. Am Ende ist es der Tuner, der in der Scheiße sitzt. Das Schlimmste an dieser illegalen Eintragung direkt vom Tuninghändler ist, stellt euch mal vor, ihr habt Nachwuchs, der sich für Automobile begeistert. Er wird 18, gönnt sich ein geiles Automobil für 3000, sagen wir mal. Geht zu Tuninghändler und sagt, Kurva, mach mir Tiefverlegung, mach mir Felgen, mach mir Kurva Abgasanlage, mach so alles, aber Hauptsache legal. Der sagt ihm, okay, kostet dich mit Eintragung, mit allem 5000, was noch ein Schnäppchen wäre. Dann hat der Kamerad ein Automobil, was ihm am Ende ca. 8000 gekostet hat, ist stolz auf sein geiles Automobil, um am Ende in Zirkuskontrolle zu rollen, stillgelegt zu werden und nochmal mehrere 1000 Euro auszugeben für die Strafe. Stress, Strafe und Automobil weg. Und wir alle wissen, Preiskatalog bei Zirkus ist wie auf Bazar. Du kannst Glück haben oder auch große Pizdiaz. Dann muss der Kamerad sein ganzes Automobil zurückbauen. No Kurva, der wird doch im Leben nichts mehr mit Automobil machen. Der wird sich Kurva neues Hobby suchen, Briefmarken sammeln oder so. Das macht die ganze Story noch umso trauriger, wenn man alles versucht, es richtig zu machen und man am Ende doch der ist, der leidet. Palak hat auch bei anderen Tuninghändlern nachgefragt, ob das Ganze so legal ist. Da hieß es, wenn es bei einer Prüfstelle nicht klappt, dann fahren sie zu anderen. Da kann man nur den Kopf schütteln. Und wenn man direkt bei TÜV nachfragt, kommt klare Ansage, ohne Fahrgeräuschmessung, keine legale Abgasanlage an diesem Civic. Palak ist sicher, es gibt unzählige Stories wie diese da draußen. Deswegen ist Palak sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert und eure Story mal erzählt. Weil wir zeigen euch immer alles unzensiert. Aber wie viele da draußen haben im Prinzip einfach nur geschluckt und gesagt, oh, mir scheißegal, komm, ich zahle das, gib mein Automobil zurück und ja, ist okay. Ich fahre abends nicht mehr Kurva in Innenstadt. Das Schlimmste ist, dass Soko Posacevic immer noch nicht komplett fertig ist. Und soweit Palak weiß, gibt es keine Abgasanlage, die man ohne Probleme verbauen kann und die legal an diesem Civic betrieben werden kann. Aber es wird trotzdem auf Soko Posacevic weitergehen. Er kriegt neue Felgen, Fahrwerk. In diesem Zuge erzählt Palak euch die ganzen germanischen Richtlinien, Kantenhöhe, Mindestbodenfreiheit und was es sonst noch alles in diesem Land zu beachten gibt. Und Palak vermutet stark, dass es auf dieses Video noch ein Video geben wird, bei dem Palak auf eure Kommentare eingehen wird und mit euch zusammen entscheidet, was wir mit dieser illegalen Eintragung machen, weil eigentlich ist die einfach nur dafür zu gebrauchen. In diesem Sinne, bis bald. Scheiße, ehrlich.